Willkommen zu Videowissen und einem neuen Video mit Fragen zum Kraftwerk Erde. Diesmal gehen wir auf die Temperaturdynamik ein und konkret fragen wir uns, was die Temperaturen in Deutschland eigentlich bestimmt und die Trends in Temperaturen erklären kann. Eine der ersten Fragen ging um den Trend in der Bewölkung. Also warum hat sich die Bewölkung in Deutschland verändert, beziehungsweise warum hat die Sonneneinstrahlung an der Oberfläche zugenommen? Ja, da gibt es zwei Gründe. Zum einen haben die Aerosole abgenommen, also Teilchen, die Licht streuen, und zum anderen ist die Bewölkung zurückgegangen. Und gerade rechtzeitig zum Video sozusagen erschien auch dieser Blogbeitrag hier vom Schweizer Wetterdienst, wo es genau um diese Frage geht: Warum nimmt die Sonneneinstrahlung in Europa seit Mitte der 1980er Jahre zu? Und da ist das nochmal ausführlicher dargelegt, warum diese Trends und wie man das auseinanderrechnet, also eben diese Aerosoleneffekte und Wolkeneffekte und inklusive weiterführender Informationen. Wir verlinken diesen Blogbeitrag unten in der Videobeschreibung. Dann gab es noch Kommentare zu dem Unterschied zwischen Temperaturen im Ozean und im Meer. Und da hieß es, naja, das Meer verdunstet mehr und so weiter. Und da muss ich sagen, naja, Moment, nicht ganz so. Also ganz so einfach ist das nicht. Also im Prinzip kann Land sogar wesentlich mehr verdunsten als das Meer. Und der eigentliche Unterschied ist wirklich, dass Sonnenlicht im Meer anders absorbiert wird. Und zwar, weil Wasser transparent ist, dringt das Sonnenlicht ein. Es wird absorbiert in den oberen 20, 30, 40, 50 Metern. Und dadurch führt das nicht wirklich, also führt das nur zu einer ganz schwachen Erwärmung, weil eben die Wärmekapazität von Wasser so hoch ist. Während an der Landoberfläche, da dringt das Sonnenlicht gar nicht in den Boden ein. Ich meine, im Prinzip hat Boden auch eine hohe Wärmekapazität, aber das Sonnenlicht dringt nicht ein, sondern wird an der Oberfläche absorbiert, führt zu einer starken Erwärmung und die erwärmte Luft nahe der Oberfläche steigt auf, es entsteht Auftrieb und damit wird Wärme in die Atmosphäre gebracht. Und das sieht man also sehr schön am Tagesgang, was mit der eingestrahlten Energie von der Sonne passiert. Und das habe ich hier in dieser Folie zusammengefasst. Hier sieht man also auf der linken Seite einen typischen Tagesgang vom Januar 2018, der ist gemessen im Amazonas, mittendrin von einem Kollegen hier von mir, hier aus unserem Institut, von dem ATO-Messturm, an dem unser Institut beteiligt ist. Und was man hier sieht, in Rot ist die Kurve von absorbierter Solarstrahlung, das habe ich hier in Rot RS genannt, also das, was einstrahlt und wirklich auch absorbiert wird. Und auch dargestellt ist hier blau gepunktet die Verdunstung und H, also der sensible Wärmefluss ist hier in Orange dargestellt und die netto langwellige Strahlung ist hier in lila dargestellt. Und da sieht man, dass ganz typisch, um 6 Uhr geht da die Sonne auf, dann nimmt die Solarstrahlung zu und abends um 6 geht die Sonne unter und entsprechend ist die Solarstrahlung wieder 0. Zum Vergleich habe ich hier rechts auch Messungen dargestellt von die über einem großen See der USA, den Lake Erie, meine ich, ist das, gemessen worden sind. Da sieht man auch die Solarstrahlung hier gemessen in Rot RS, das war ein fast wolkenfreier Tag, kann man sehen an der Form. Die Einstrahlung ist etwa die gleiche, sieht man hier, die Skala links und rechts ist etwa die gleiche. Aber was man sieht, ist, dass diese turbulenten Wärmeflüsse, also hier auch wieder die Verdunstung in blau gestrichelt und orange der sensible Wärmefluss, die sind wesentlich kleiner und über Tag und Nacht verteilt. Und das liegt eben daran, dass der See die Solarstrahlung aufnimmt und die Temperatur sich kaum erwärmt während des Tages, sondern das praktisch wegpuffert. Und deswegen ist die Dynamik, wie die Energiebilanz agiert, über Land und über Meer ganz unterschiedlich. Deswegen wird eben die Temperatur über Land eben stark durch diese turbulenten Wärmeflüsse, naja, über Meer auch, aber über Land wird es sehr stark durch diese turbulenten Wärmeflüsse geprägt. Also dann gab es als nächste Frage noch eine Frage, ob man das nicht auch alles ein bisschen besser quantifizieren kann, also auch ein bisschen mehr rechnen.
Und da dachte ich, okay, ich zeige mal ein Beispiel. Und als Beispiel dachte ich, nehme ich eine Folie aus einer Vorlesung, die ich halte zum Klima. Was ich hier zeige, ist letztendlich, wie man die Mitteltemperatur, die Jahresmitteltemperatur in Deutschland bestimmen kann. Und was man dafür braucht, ist hier in der Folie dargestellt. Wir haben zum einen hier einen Term in der Mitte, das ist die Energiebilanz der Oberfläche. Wir haben die Erwärmung durch Solarstrahlung, hier links der Term mit dem RS und dann kommt auch noch die Albedo mit rein. Wir haben die atmosphärische Gegenstrahlung, das sind die beiden Strahlungsterme, die erwärmen. Und dann haben wir die Kühlung durch Emissionen und die Kühlung durch die turbulenten Wärmeflüsse. Gut, und daraus kann man die Temperatur bestimmen, nämlich aus dieser Abstrahlung Sigma T hoch 4 kann man dann auflösen nach Temperatur. Ich habe das jetzt ein bisschen anders mal gemacht, um zu zeigen, von der Plausibilität her, dass man damit die Mitteltemperatur in Deutschland recht gut bestimmen kann. Ich habe hier mal rechts oben eine Karte aus Satellitendaten von der Solarstrahlung über Deutschland. Das, was an der Oberfläche eintrifft, ist im Jahresmittel ungefähr Größenordnung 120 Watt pro Quadratmeter. Das ist die Zahl, die ich hier links angegeben habe. Und dann gibt es eben diese atmosphärische Gegenstrahlung. Und das ist ein Term, der, denke ich, häufig unterschätzt wird. Das ist eben das, was die Atmosphäre emittiert in Richtung Oberfläche. Und da sehen wir, dass das einen ganz gewaltigen Beitrag leistet. Und zwar hier, das ist auch aus einem Satellitenprodukt, was relativ grob aufgelöst ist. Deswegen sieht man da nicht viele räumliche Details. Aus dem Datensatz, der nennt sich von NASA, der heißt CIRRUS. Das ist die atmosphärische Gegenstrahlung. Da sehen wir, dass die typische Größenordnung in der Größenordnung von 310 Watt pro Quadratmeter ist. Also fast 2-3 Mal so groß wie die absorbierte Solarstrahlung. Also haben wir, dass die Erwärmung ist geprägt durch 120 Watt pro Quadratmeter an Solarstrahlung und 310 Watt pro Quadratmeter an atmosphärischer Gegenstrahlung. Im Mittel wird das bilanziert durch die Emission und durch die Luftbewegung. Die Emission, wenn wir also eine mittlere Temperatur annehmen von 11 Grad Celsius, müssen wir jetzt umrechnen in Kelvin, um das dann in das Stefan-Boltzmann-Gesetz einzusetzen. Dann kommen wir auf etwa 370 Watt pro Quadratmeter, die emittiert werden. Und der Rest geht in Luftbewegung auf, das sind die 60 Watt pro Quadratmeter. Das kann man also dann, wenn man das zusammenfasst, also die Erwärmung durch Strahlung, dann kommen wir darauf, dass das also ungefähr 120 Watt pro Quadratmeter ist die Erwärmung durch Solarstrahlung. Wenn wir die langwelligen Beiträge nehmen, also die atmosphärische Gegenstrahlung und das, was die Oberfläche ausstrahlt, dann ergibt es eine Nettokühlung von 60 Watt pro Quadratmeter. Und die Nettokühlung durch die turbulenten Wärmeflüsse sind auch nochmal 60 Watt pro Quadratmeter. Und da sieht man, das kam auch bei dieser maximalen Leistung so raus, dass die turbulenten Wärmeflüsse ungefähr die Hälfte sind von der Nettoerwärmung und die andere Hälfte geht eben über durch die langwellige Kühlung raus. Da sieht man, um diese Energiebilanz erklären zu können, braucht man eben diese starke atmosphärische Gegenstrahlung, die eben sehr viel stärker ist als das, was an Solarstrahlung reinkommt. Sonst könnte man die mittlere Temperatur Deutschlands gar nicht erklären. Dann gab es noch Fragen dazu, dass also die Trends ja zum Teil dass die Zeitreihen relativ variabel sind und man könnte das mit dem Klimawandel ja gar nicht so, also nicht einfach so linear extrapolieren. Da dachte ich, könnte man vielleicht auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, und zwar diese Unterscheidung zwischen Wetter und Klima. Und ich dachte als gutes Beispiel, ich nehme einfach mal die Temperaturbeobachtungen aus Jena, und zwar die vom Sommer, also Juni, Juli, August. Da sind die Einstrahlbedingungen durch Sonne relativ gleichmäßig, weil wir halt im Sommer relativ ähnliche Einstrahlbedingungen haben. Hier dargestellt sind eben die Temperaturverteilung, also die Häufigkeitsverteilung von Messungen von der Tagesmitteltemperatur in verschiedenen Zeitperioden. Also hier einmal von 1961 bis 1990 in Blau, in Rot von 1991 bis 2020 und in Lila, das sind die letzten 5 Jahre von 2018 bis 2022. Und wir sehen, dass diese Verteilungen, die lassen sich ziemlich gut annähern durch diese Gauß-Kurven, die auch in Blau, Rot und Lila dargestellt sind. Und diese Breite der Gauß-Verteilung, das ist letztendlich das, was wir als Wetter wahrnehmen. Das sind diese Schwankungen, kommt mal kalte Luft aus dem Norden, kommen Bewölkungen auf, oder scheint die Sonne, dann ist es mal wärmer, und dann kommen wieder Wolken, dann ist es wieder kälter. Und so schwappelt das Klima, das Wetter schwappelt um diesen klimatologischen Mittelwert herum. Gleichzeitig sehen wir aber auch sehr klar, dass sich diese Häufigkeitsverteilungen
nach rechts, also Richtung Erwärmung, verschoben haben. Und zwar kontinuierlich und relativ klar, eben in den letzten 5 Jahren, die waren 2,7 Grad wärmer als das, was diese klimatologische Referenzperiode von 1961 bis 1990 darstellt. Auf der anderen Seite ist die Breite, diese 2 Sigma der Gauß-Verteilung, die ist immer noch wesentlich größer als die Erwärmungstrends. Ja, also die Wetterschwankungen sind halt einfach größer als dieser subtile Klimatrend, den man über die Jahre beobachten kann. Diese Zunahme der Temperatur lässt sich eben dann doch ganz klar auf diese Zunahme der atmosphärischen Gegenstrahlung darstellen. Auch das können wir kurz in einem Beispiel nachrechnen. Ich habe dazu hier einfach mal Karten aus einer Schätzung der atmosphärischen Gegenstrahlung, die auf einen Ansatz beruhen. Der Link für die Veröffentlichung dazu, die ist auch in dem Beitrag unten verlinkt, womit man diese atmosphärische Gegenstrahlung aus Beobachtungsdaten schätzen kann. Und das haben wir gemacht mit den Datensätzen vom Deutschen Wetterdienst und daraus eben eine Abschätzung für die atmosphärische Gegenstrahlung bekommen, sowie der Änderung über die 30 Jahre. Also hier wieder links die klimatologische Referenzperiode von 1961 bis 1990 und rechts der Unterschied zwischen der Periode 91 bis 20 im Vergleich zur Referenzperiode. Und da sehen wir, dass wieder das Mittel ist ungefähr 325 Watt pro Quadratmeter und über die letzten 30 Jahre von 91 bis 2020 war diese atmosphärische Gegenstrahlung 3 bis 4 Watt pro Quadratmeter mehr. Das sieht erstmal überhaupt nicht viel aus, das ist 1%. Also ist nicht viel, 1%. Aber jetzt können wir sehen und ausrechnen, wie sich diese Zunahme der Gegenstrahlung in eine Zunahme der Temperatur niederschlägt. Das habe ich hier gemacht. Hier habe ich nochmal Zeitreihen dargestellt von Lufttemperatur und Wasserdampf, vom Partialdruck des Wasserdampfs. Also hier sehen wir, dass die Temperatur über die 60 Jahre zugenommen hat, von 1960 bis 2020. Wir sehen die Zunahme des Partialdrucks vom Wasserdampf, also die Zunahme des Wassergehalts der Atmosphäre. Aus diesen beiden Größen kann man diese atmosphärische Gegenstrahlung ausrechnen als Schätzung. Sieht man, dass über 10 Jahre die ungefähr um 1,5 Watt pro Quadratmeter zugenommen hat. Dann kann man auch den Bewölkungsgrad schätzen, der abgenommen hat, und auch den Trend in der Solarstrahlung, der hier eben halt auch ungefähr 1,6 Watt pro Quadratmeter pro 10 Jahre zugenommen hat. Und aus diesen Trends können wir jetzt gucken, aus diesen Strahlungstrends können wir jetzt gucken, ob das zusammenpasst mit dem beobachteten Temperaturtrend. Was wir dazu machen, ist, wir gehen wieder zurück auf die Energiebilanz, sagen, okay, also wir machen eine kleine Vereinfachung, damit das alles ein bisschen einfacher zu rechnen ist. Und zwar nehmen wir das Stefan-Boltzmann-Gesetz her und linearisieren es. Das ist eine sogenannte Taylor-Entwicklung. Das heißt, wir sagen, dass Sigma T hoch 4 ist gleich einer Referenztemperatur hoch 4 plus eine Linearisierungskonstante mal Delta T, und dann kann man das Delta T relativ einfach ausrechnen. Und diese Linearisierungskonstante, die kann man ausrechnen mit der Referenztemperatur, kommt man auf ungefähr 5,1 Watt pro Quadratmeter pro Kelvin. Das heißt also, wenn ich 1 Watt pro Quadratmeter mehr an Energie an der Oberfläche habe, dann kann man mit dieser Konstanten ausrechnen, wie viel die Temperatur entsprechend zunimmt. Dann wissen wir also, über 10 Jahre hat die atmosphärische Gegenstrahlung um 1,5 Watt pro Quadratmeter zugenommen. Die solare Strahlung hat um 1,6 Watt pro Quadratmeter zugenommen. Dann müssen wir es noch reduzieren mit der Albedo, also 15%, sagen wir mal, ist reflektiert. Dann bleiben 1,4 Watt pro Quadratmeter übrig. Also das heißt, pro 10 Jahre nimmt der Strahlungsantrieb an der Oberfläche etwa um 3 Watt pro Quadratmeter zu. Hälfte Solar, Hälfte durch atmosphärische Gegenstrahlung. Dann müssen wir noch berücksichtigen, dass ungefähr die Hälfte in diese turbulenten Wärmeflüsse dadurch gekühlt wird. Das heißt, nur die Hälfte von dem 3 Watt pro Quadratmeter geht in eine Temperaturerwärmung. Und wenn wir dann also die 2,9 Watt pro Quadratmeter teilen durch die 2 mal Kr, das sind also 10,3, dann kommen wir auf etwa 0,3 Kelvin Zunahme pro 10 Jahre. Und das passt eigentlich schon ziemlich gut mit dem beobachteten Trend von 0,35 Kelvin pro 10 Jahre. Ja, das ist also mal als ein bisschen eine Berechnung, eine relativ einfache Schätzung, wie man also den Temperaturtrend, der beobachtet worden ist,
durch die Zunahme an Gegenstrahlung und Solarstrahlung erklären kann. Wenn wir jetzt wieder auf diesen 30-Jahre-Zeitraum gehen, dann ist eben 0,3 mal 3 ungefähr 1 Grad. Und das sehen wir eben halt auch hier in den Häufigkeitsverteilungen. Die haben sich in diesen 2 Zeiträumen, die 30 Jahre voneinander entfernt sind, eben ungefähr eben diese 1 Grad erhöht. Das ist ein bisschen mehr, das sind 1,3. Oder jetzt, wenn man ans Ende der 5 Jahres am Ende geht, dann ist es eben halt entsprechend ein bisschen größer, weil wir eben halt letztendlich eine Periode von fast 60 Jahren haben. Damit haben wir auch gleich eine andere Frage bearbeitet, nämlich es gab die Frage bezüglich, was ist eigentlich die Trends in der Feuchte und ob das konsistent ist. Und da möchte ich nochmal wieder hier auf die Zeitreihen zurückgehen. Da können wir sehen, dass eben die Feuchte in Form von dem Partialdruck von Wasserdampf, der hat in der Tat zugenommen. Das ist also berechnet hier der Partialdruck aus der relativen Feuchte und der Temperatur. Wetterstationen messen in der Regel relative Feuchte und das kann man dann mit Sättigungsdampfdruck und so weiter umrechnen in diesen Partialdruck. Und da sieht man, es ist eine relativ kleine Änderung. Es sind irgendwie Größenordnung 2% pro 10 Jahren, die der Wasserdampfgehalt zugenommen hat in Deutschland. Man sieht auch Schwankungen, ne? Es ist also nicht ganz gleichmäßig, sondern schoppelt ein bisschen rum um den Trend. Aber es ist eine konsistente Zunahme, die eben zu den Temperaturänderungen auch passt. Dann gab es noch eine Frage zu den Zeitreihen, die globalen Zeitreihen, warum die bei 180 anfangen. Das hat mit Datenverfügbarkeit zu tun. Das hat eben keine tieferen Gründe. Dann gab es noch eine Frage oder ein Kommentar dazu bezüglich der Temperatur, bezüglich der Art von Temperatur. Das ist etwas, das habe ich so ganz salopp übersprungen, nämlich, dass es natürlich sowohl eine kinetische Temperatur gibt, also die letztendlich die kinetische Energie der Moleküle misst, die kinetische Temperatur, und wir haben auf der anderen Seite die Strahlungstemperatur, die über die Strahlungsflüsse letztendlich definiert ist. Und die Annahme in der Klimatologie ist ganz häufig, dass diese Temperaturen gleich sind. Ist in der Regel auch der Fall. Gerade da, wo Klima relevant ist, wenn wir also in hohe Atmosphärenschichten gehen, dann kann es passieren, dass diese Temperaturen nicht mehr gleich sind, beziehungsweise wo die kinetische Temperatur auch gar nicht mehr definiert ist, weil die Teilchen, die Moleküle nicht häufig genug sich gegeneinander kollidieren. Dann gab es noch einen Kommentar zu der Rolle von Albedo oder Emissionen. Bin ich auch nicht näher darauf eingegangen. Also die Strahlungsflüsse, über die ich gesprochen habe, berücksichtigen in der Regel eine Albedo, wenn es in die Energiebilanz eingeht. Also mit anderen Worten, nicht alles, was eingestrahlt wird, wird auch absorbiert, sondern es gibt in der Regel, gerade über Land, werden etwa 15% typischerweise reflektiert. Kann auch mal ein bisschen mehr sein oder auch mal ein bisschen weniger. Bei der Emission, gerade die Emission der Landoberfläche, ist in der Regel relativ ähnlich zum schwarzen Körper, also nahe 1. Allerdings ist es auch nicht immer so. Zum Beispiel bei Schnee kann das sein, dass die Emissivität auch darunter liegt. Und dann gab es auch noch einen Kommentar zur Entropiebilanz. Auf die bin ich bislang auch noch nicht eingegangen. Wir haben, jedenfalls nicht im Detail, wir haben in der ersten Folge über den Entropiebegriff gesprochen und dann sind wir eigentlich gleich in Leistung und Maximierung und so weiter eingesprungen. Und ich dachte, ich kann ja mal auch ein Diagramm zum Entropiebudget geben. Also man kann das Erdsystem auch bezüglich des Entropiebudgets definieren oder beschreiben. Also das heißt, Strahlung kommt rein mit einer gewissen Entropie und dann gibt es Prozesse, die eben die Entropie erhöhen. Also zum Beispiel eben die Streuung von Licht, die zur Entropie führt, oder die Absorption bei einer wesentlich kühleren Temperatur erzeugt Entropie. Das ist das, was wir in der ersten Folge haben wir das mit Thermalisierung beschrieben. Also das ist der Prozess, wo das Sonnenlicht, was ja eine sehr hohe, also die Charakteristiken der sehr hohen Emissionstemperatur beinhaltet, auf die kühle Temperatur der Erde gebracht wird und dadurch eben sehr viel von der Nutzbarkeit verloren geht. Anders formuliert, es wird sehr viel Entropie produziert. Ebenso wird Entropie produziert, wenn Strahlung von der Oberfläche in der Atmosphäre absorbiert und reemittiert wird. Was ich wesentlich relevanter finde als Entropie und Entropiebudgets ist eben die Fähigkeit, dass das Erdsystem Arbeit verrichten kann. Und da haben wir ja
eben genau über dieses Diagramm des Kraftwerks Erde gesprochen, dass man eben halt aus Temperaturunterschieden kann das Klimasystem Arbeit leisten, kann Luftbewegung erzeugen und dadurch kommt dann auch der Wasserkreislauf zustande und so weiter. Oder Photosynthese kann Arbeit verrichten, indem es Ladungstrennung bewerkstelligt und dann das in chemische freie Energie anlegt. Oder eben die Photovoltaik, über die wir auch noch sprechen werden. Und mit dem bin ich, glaube ich, am Ende der Fragen. Aber wenn Sie weitere Fragen haben, gerne hier einen Kommentar noch hinzufügen und da können wir dann ein anderes Mal drauf eingehen.